Ja Leute, und wieder was gelernt, muss ich nicht dumm sterben. Gute Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ja, wie ihr seht, ich befinde mich wieder auf einer kleinen Wanderung, und zwar befinde ich mich in der Nähe von Mannebach und laufe die Mannebach 111. Bitte fragt mich nicht, wie die auf den Namen gekommen sind, es ist einfach so. Die Wanderung hat eine Länge von 11,9 Kilometer. Ich denke mal so, für ungefähr 2 Stündchen werde ich brauchen, vielleicht ein bisschen länger. Ich will mich ja nicht abhetzen, ich bin auf einer Wanderung. Das erste, was ich gleich hier gefunden habe, ist natürlich dieses wunderschöne Insektenhotel. Ja Leute, und wenn ihr Spaß dabei habt, mir beim Wandern zuzugucken, dann bleibt dran. Dr. Wald, wenn ich an Kopfweh leide und Neurose, mich unverstanden fühle oder alt, wenn mich die holden Musen nicht liebkosen, dann konsultiere ich den Dr. Wald. Er ist mein Augenarzt, mein Orthopäde und mein Internist. Er hilft mir sicher über jeden Kater, ob er aus Kummer oder Cognac ist. Er hält nicht viel von Pülverchen und Pillen, doch umso mehr von Luft und Sonnenschein. Und kaum umgibt mich seine duftige Stille, raunt er mir zu, nun atme mal tief ein. Ist seine Praxis auch stets überlaufen, in seiner Obhut fühlt man sich gesund und Kreislaufschwache, die noch heute schnaufen, sind morgen ohne klinischen Befund. Er bringt uns immer wieder auf die Beine und unsere Seele stets ins Gleichgewicht, verhindert Fettansatz und Gallensteine. Nur Hausbesuche macht er leider nicht. Goethe. So Leute, Kilometer 2, ich muss wieder eine Straße überqueren. Da steht's auch, da muss ich lang, ist sicherer. So, bis jetzt ist die Wanderung noch recht entspannt. Ich habe jetzt einfach nur einen Bogen da hinten rum gemacht. Da hinten ist wieder Mannebach. Das heißt, ich steuere jetzt drauf zu, werde wahrscheinlich hier einen Schlenker machen, dann geht es da hinten wieder zurück. Bis jetzt war es auch noch nicht anspruchsvoll. Aber jetzt bei ungefähr 30 Grad, also als ich gestartet bin, waren es 30 Grad. Hat es natürlich gut getan, da hinten durch den kühlen Wald zu laufen. Bis Sonnenuntergang dauert es auch noch ein bisschen. Ich glaube, erst um 21:30 Uhr ist Sonnenuntergang. Also in jetzt 2,5 Stunden. Und habe ich noch genug Zeit. Ich denke doch mal, dass mir hier auch kein Naturschutzgebiet entgegenkommt. Nächster Spot, und diesmal gefällt es mir wirklich, ist das hier. Ich weiß nicht, ihr seht es mit Sicherheit, da hinten diese Felsen. Und dann geht das hier langsam runter. Hier entlang, mal gucken, ich kann nicht weit runter gehen, weil ich hier sonst einen Abflug mache. Und das Ganze hat sogar einen Namen. Hinkelsgräth. Zufluchtsort der Mannebacher und Kümmerner während des Dreißigjährigen Krieges 1618 bis 1648. Der Name Hinkel lässt sich aus dem Begriff Henkel, Griff für ein Gefäß erklären, mit dem bei Gefahr vor den heranrückenden schwedischen Truppen Haushaltsgegenstände und Nahrung in die Schlucht /Gret transportiert wurden. Die Gegend um Mannebach wurde erst spät in die Kriegsgeschehnisse verwickelt, etwa um 1630. Ja Leute, und wieder was gelernt, muss ich nicht dumm sterben. Kilometer 3, also sagt meine Uhr, das Schild kam mir noch nicht entgegen. Normalerweise verschluckt meine Uhr immer hier den einen oder anderen Meter, aber anscheinend eilt sie gerade voraus. Das finde ich sehr interessant. Mal gucken, wann ich wirklich bei den 3 Kilometern ankomme. Meine Uhr sagt 5,62 Kilometer. Ich kann ungefähr 300 Meter abziehen. Dann habe ich die wirkliche gelaufene Strecke, also sind es jetzt 5,32 Kilometer. Ja, zwischendurch gab es ein paar Anstiege, leicht anspruchsvoll, aber jetzt nichts Wildes. Wie ihr seht, das meiste geht hier wirklich schön durch den Wald. Also kleine, schmale Trampelpfade, Treppen, Brücken mit schönen Geländern. So zwischendurch kommt man da mal raus und hat mal so eine weite Ebene, wo man drüber gucken kann, und verschwindet dann auch gleich wieder im Wald. Ich finde das auch bei den Temperaturen gerade richtig angenehm, hier im Wald zu laufen, weil es hier doch etwas kühler ist, als wenn ich jetzt hier auf freier Fläche rumlaufen würde oder vielleicht sogar in der Stadt, in einem Dorf. Habe ich schon erwähnt, dass der Mannebach 111 zur Traumschleife gehört. Habe ich wahrscheinlich nicht, gell? Ja, so ist das, wenn man alt wird. Da wird man vergesslich. So Leute, ich befinde mich jetzt hier auf dem Aussichtspunkt Kolmet. Wie ihr seht, habt ihr hier einen wundervollen Ausblick über das ganze Gelände. Da hinten auch mit dem, ist das ein Turm, das rot-weiße da? Könnte sein, ja. Ich habe keine Ahnung welcher. Moment, was steht hier irgendwo? Sender Geisberg ist das. Okay, so. Und gucken, vielleicht kriege ich euch das gezeigt. So, ungefähr hier unten
Also hier, da, so am Waldrand da unten, da bin ich, glaube ich, vorhin lang. Ich bin mir aber nicht sicher, es könnte sein. Und dann guckt, da ist so ein Stück Wiese zwischen den Wäldern. So ziemlich am Ende, da wo die Bäume ein bisschen hervorragen. Und genau dort bin ich vorhin entlang. Das heißt, ich habe einen Riesenbogen da außen rum gemacht und bin dann hier gelandet. Auf dem Aussichtspunkt Kolmet. So Leute, weil der alte Sack keine Zeit hat, geht es natürlich auch gleich weiter. So, Kilometer 8. Das Schild für Kilometer 8 ist mir aber noch nicht entgegengekommen. Ich steuere jetzt auf Fisch zu. Dann werde ich so immer außerhalb von Fisch entlang gehen und dann geht es irgendwann da unten wieder. Also ich denke mal, es sind jetzt noch ungefähr 4 Kilometer. Dann habe ich die Wanderung auch hinter mich gebracht. Obwohl hinter mich klingt immer so nach, bin ich froh, dass es endlich vorbei ist. Schlimm ist es jetzt nicht, die Wanderung. Aber irgendwie ist so, naja, so was man, Kilometer 8, sehr schön. Also was die Highlights angeht, wenn man es Highlights nennen kann, hat sich jetzt doch in Grenzen gehalten. Es waren viele schmale Pfade, auch enge Pfade, wo man ein bisschen bücken musste, weil dann hier überwachsen war und hast du gesehen. Alles super, aber bis jetzt war vom Sightseeing her nicht so wirklich was zu sehen. Aber ich lasse mich einfach mal überraschen. Was auf jeden Fall noch auf mich zukommt, ist der Feeds-Automat. Gucken, wenn ich da dran vorbeilaufe, dann zeige ich den mal kurz. Ansonsten ja, ist eigentlich nichts Interessantes. Es ist halt ein stinknormaler Automat, der frei zugänglich ist, wo du alles Mögliche kaufen kannst. Dann guck, ey, vielleicht kriege ich da eine Cola. Ey, muss ich doch mal gucken gehen. Ja, mit dem Feeds-Automat, das wird nichts. Aber dafür geht es hier wieder durch ein wunderschönes Ställchen direkt an einem Flüsschen. Und guck mal. Ich liebe solche kleinen Brückelchen irgendwo am Arsch der Welt. So, und dann hier noch so ein kleines Flüsschen. Naja, ich weiß nicht, trinken würde ich jetzt nicht draus, weil da oben sind Siedlungen. Aber warum sage ich immer, dass ich nicht dran trinken will? Ich habe eh Wasser dabei. Aber ich liebe sowas. Schön. Ja, und da geht es jetzt die nächsten Stüfchen hoch. Ich liebe sowas. Dann quälen wir uns jetzt hier mal hier hoch. So. Und wieder hier rum. Das sieht ja schön aus. Sieht das nicht geil aus? So mitten durchs Gestrüpp. Hier noch so ein paar Himbeeren müsste das, glaube ich, sein. Ja gut, Zecken lassen grüßen, aber egal. Da im Hintergrund sind sie auch am Arbeiten. Uppala. Ich bin fast auf die Fresse gelegt. Dann gucken wir mal, ob wir da durchkommen. Jetzt bin ich hier auf der Fischer Wies. Und wie ihr seht, kann man das hier wunderschön ablaufen. Jetzt weiß ich auch, warum mich die ganze Geschichte hier hingeführt hat. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir das mal ab. Also hier haben wir ein wunderschönes Sitzbänkchen, an dem man auch sitzen kann. Stützen Sie bitte die Pflege des Lebensflusses. Ja Leute, ich habe nur leider kein Kleingeld. Ich habe sowas nicht mehr. Ne? Da hat auch jemand seine Gummistiefel vergessen. Ja, dann gehen wir mal weiter. Also sollte ich verkehrt sein, es tut mir leid, aber ich habe mich verirrt. Anscheinend ja. Aber hier sind schon ein paar Mal Leute drüber gelaufen. Also ich bin nicht der einzige Trottel. So. Scheiße. Ja, seht ich's. Seht ihr das Schild? Ich hätte außenrum den Weg hier hochgehen müssen und dann hier oben rein. Also für alle die hierher kommen, Straße hoch, von oben rein. Ja, Lebensfluss. Da sollte wohl ein Brunnen sein. Da kommt nur nichts. Leider. Naja, also gehört das hier anscheinend auch wirklich zu 100% zum Mannebach 111. Auf jeden Fall hier nochmal das wunderschöne Brückelchen. So, da sollte das Wasser wohl runterfließen. Guck mal, da ist sogar noch Wasser. Vielleicht wird das auch abgestellt. Ich weiß es nicht. Da wäre auf jeden Fall ein Wasserspiel. Sehr schön. Ja, und dann hat man hier noch reichlich Sitzgelegenheiten. Ein Tisch zum Essen. Grillstelle gibt es wohl nicht. Ein wunderschöner Pavillon. Ja, ganz nett. Sogar mit Toiletten. Ich weiß gar nicht, sind die offen? Schauen wir mal. Die sind sogar offen. Das ist cool. Ja, also offene Toiletten, das ist immer gut. Es ist gut zu wissen, dass hier Toiletten sind. So, dann kann man hier auch Buhl spielen. Aber. Betreten der Buhlbahn verboten. Okay. Dann hier noch einen wunderschönen Spielplatz für die Kiddies. Sehr schön. Da hinten ist auch noch ein Weg, der ist geschottert. Keine Ahnung für was. Tja, und damit
war es das eigentlich schon. Hier links ist noch ein Weg, den man entlang gehen kann. Ach, es ist scheiße, dass hier kein Wasser langläuft. Ah ja, jetzt verstehe ich das auch, warum hier so, ja, in der Karte kommt das schlecht rüber. Ja, sehr schön. Na gut, dann gehen wir mal weiter. Schaut mal, das ist der geschotterte Weg. Anscheinend kommt man dann hier wieder lang. Also hätte ich da auch noch rumgehen müssen. Interessant. Ja, unser Dorf. Die Baumscheibe des ältesten in der Region Saarburg gefällten Baumes erzählt seine Geschichte. Eine 320 Jahre alte Eiche. Boah, das muss man erstmal hinkriegen, ne? Eine wunderschöne, aus Holz gezimmerte Sitzbank. Meine Uhr zeigt 9,68 Kilometer. Könnten jetzt ein bisschen mehr wie 9 sein. Das heißt, ich habe noch ungefähr 3 Kilometer. Und dann bin ich auch schon wieder in Mannebach. Also ich hoffe mal, dass Komoot mich da nicht belügt. Jo, schauen wir mal, was noch so kommt. Ich habe jetzt den Track aktualisiert mit den Änderungen von den Wegen etc. Und komme jetzt auf 12,1 Kilometer Gesamtlänge. Also 200 Meter mehr. Viel ist nicht, aber immerhin. Ich steuere jetzt auch auf Mannebach zu. Da hinten stand ein Schild 1,8. Also sind jetzt vielleicht noch 1,4, 1,3 Kilometer. Dann würde ich laut meiner Uhr ja, sagen wir auf 12,2, 12,3 Kilometer kommen. Und boah, das soll reichen für heute. Ich muss ja nachher noch arbeiten und deswegen möchte ich mich jetzt nicht kaputt laufen. Ja, muss auch nicht sein, weil ich muss die ganze Nacht laufen oder mich bewegen. Mehr oder weniger. Und da kann ich mich jetzt nicht fix und alle machen. Das werde ich wahrscheinlich nächstes Wochenende, wenn ich dann den Megamarsch Ruhrgebiet bei Nacht laufe. Ich habe mich angemeldet. Ich werde also nächstes Wochenende, wenn mir nicht vorher Arme und Beine abfallen, dahin gehen. Und hoffentlich dann auch schaffen. Wie gesagt, der Testmarsch ist eigentlich sehr gut gelaufen. Ja, ich habe da eigentlich jetzt wenig Angst davor, dass ich es nicht schaffe. So Leute, ist jetzt ungefähr nur noch 1 Kilometer, vielleicht auch ein bisschen mehr, ich weiß es nicht. Ja, ich denke mal, jetzt wird auch nicht mehr viel passieren, außer dass ich jetzt ungefähr noch 1 Kilometer lang vor mich hintrotten werde. Ja, es war eine schöne Wanderung. Mit Highlights haben sie jetzt ein bisschen gegeizt, das muss ich ehrlich zugeben. Es waren die ein oder anderen Schilder, die halt eben verschiedene Sachen beschrieben haben. Da war mal eine alte Römerruine oder ein Römerhaus. Jetzt ist es Ruine, liegt irgendwo unter der Grasnarbe, man sieht es halt nicht mehr. Und ganz nett zu wissen, aber jetzt nicht unbedingt so spektakulär. Jetzt nicht wie die Hinkelgrät. Nichtsdestotrotz ließ ich das alles sehr schön laufen. Es hat echt Spaß gemacht, mal den Teil von Mannebach und Fisch kennenzulernen, den ich sonst nie zu sehen kriege. In diesem Sinne, danke, dass ihr dabei gewesen seid. Ne? Liken, teilen, abonnieren nicht vergessen. Ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Video.